Die ungeliebte Ampelregierung ist am Ende und viele fragen sich, wird jetzt alles gut in Deutschland? Was wir zu erwarten haben und warum nicht viel, sehr viel besser wird, darum wird es in diesem Video gehen. Wie du weißt, behandeln wir auf diesem Kanal hauptsächlich das Thema Plan B, Auswandern, und es ist natürlich zweifellos so, dass sich in den letzten Jahren sehr viele Leistungsträger dafür entschieden haben, Deutschland zu verlassen, weil sie mit der Ampelregierung unter Scholz unglücklich waren, weil sie keine Zukunft für Deutschland sehen, weil sie Angst um ihr Vermögen, um ihre Sicherheit haben. Jetzt ist die Ampel am Ende. Lindner wurde gefeuert, die anderen FDP-Minister sind zurückgetreten. Übrigens, ich fand es gut, dass Scholz Lindner, diesen eitlen Affen, der nur an sich selbst gedacht hat hier und nur seinen Platz in der nächsten Märzregierung sichern will, gefeuert hat. Das war genau die richtige Lösung. Das hat natürlich das Ende der Ampel eingeleitet. Was als nächstes kommt, wissen wir. Scholz soll die Vertrauensfrage stellen. Er will es im Januar tun. Viel zu spät natürlich. Ich vermute, es wird viel früher folgen. Dann kommen möglicherweise Neuwahlen, die CDU gewinnen wird, und sie wird sich dann einen Juniorpartner suchen müssen. Schafft es die FDP über die 5%-Hürde? Vermutlich nicht. Große Koalition mit der FDP oder Jamaika oder etwas mit den Grünen. Wer weiß, was es da für Konstellationen geben wird. Aber eins ist heute relativ klar: Der zukünftige Kanzler wird Friedrich Merz heißen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird er vieles besser machen, was hier die SPD-geführte Regierung in den letzten Jahren vergeigt hat. Zum Beispiel diese Politik, die sich nur auf den Kulturkampf beschränkt. Hier den Leuten bis in den Kühlschrank hinein zu regieren, den Leuten vorzuschreiben, wie sie ihre Häuser zu heizen haben, welche Autos sie zu fahren haben, die Deindustrialisierung Deutschlands, die Flüchtlingsfrage und so weiter und so fort. Wird Merz in der Lage sein, diese Probleme kurzfristig zu lösen? Wird Deutschland dann ein besseres Deutschland werden? Und für all jene von euch, die sich überlegen, auszuwandern oder zumindest aktiv damit beschäftigt sind, einen Plan B im Ausland zu etablieren, stellt sich natürlich die Frage, ist das vielleicht dann alles gar nicht mehr nötig? Wird Deutschland zum neuen Paradies werden in Europa? Wird es vernünftige Steuern geben? Wird unser Vermögen geschützt sein? Werden meine Familie und ich sicher sein? Die Antwort darauf ist natürlich nein, nein, nein. Zunächst mal muss man hier bedenken, welche Äußerungen Merz ja in der Vergangenheit gemacht hat. Erst vor kurzem hat er sich damit profiliert, dass man ja möglicherweise mal drüber nachdenken könnte, hier an das Sparguthaben der Bürger heranzugehen, um hier den Haushalt zu stopfen. Davor hat er kundgetan, dass er die Wehrpflicht auch für Frauen einführen will. Schon davor hat er sich dafür ausgesprochen, dass letztlich hier die Erbschaftssteuer verschärft wird, dass gerade die Verschenkung oder die Veräußerung von Betriebsvermögen, mit dem ja Familienbetriebe hier steueroptimiert letztlich an die nächste Generation weitergegeben werden sollen, nicht mehr steuerlich privilegiert werden sollen oder jedenfalls nicht mehr so stark. Die Frage ist also, was hier tatsächlich von der Idee der CDU und ihrer Gründungsväter übrig geblieben ist. Ludwig Erhard, er schrieb ja immer die soziale Marktwirtschaft klein. Das heißt, sozial war klein geschrieben, Marktwirtschaft war groß geschrieben. Es ging um marktwirtschaftliches Handeln, aber eben mit einer sozialen Komponente. Heute, wenn du dir anschaust, wie soziale Marktwirtschaft geschrieben wird, wird sozial immer groß geschrieben. Und das hat natürlich weitreichende Folgen. Der ausbordende Sozialstaat in Deutschland, der gigantische Kosten frisst. Auch von dem wird sich sicherlich eine CDU-geführte Regierung nicht entfernen wollen. Wäre ein Kanzler Merz dazu bereit, tatsächlich schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, wie es damals der SPD-Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 getan hat? Ich bezweifle es. Ein ehemaliger Investmentbanker, dieser Friedrich Merz, wird er natürlich sicherstellen, dass hier seine Klientel weiterhin ihre Pfründe hat, dass es ihr gut geht. Aber was hier den Otto-Normalverbraucher und auch den Unternehmer, den Leistungsträger, Freiberufler, Investor in Deutschland anbelangt, stehen die Vorzeichen meiner Meinung nach nicht besonders gut. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass Friedrich Merz der perfekte Kanzler ist und hier vieles herumreißen will, Deutschland zu alter Größe verhelfen möchte,
hat er ja auch hier sehr große Herausforderungen, denen er begegnen muss. Dinge, die er gar nicht beeinflussen kann. Schauen wir uns nur an, was in den USA passiert ist. Trump wurde wiedergewählt. Trump hat es ganz klar auf Deutschland abgesehen, aus irgendwelchen Gründen. Ich kenne die Gründe auch nicht. Manche Aspekte seiner Logik, finde ich, machen Sinn, andere natürlich nicht. Aber ein ganz wichtiges Thema für Trump: Die USA wollen sich aus der NATO weitgehend zurückziehen und Deutschland soll hier die Lücke füllen. Bei unserem letzten Seminar in Zürich habe ich dazu eine Präsentation gegeben. Dazu will ich dir jetzt mal ein paar Slides zeigen. Wie gesagt, es geht darum zu zeigen, welchen Herausforderungen sich hier auch ein möglicher Kanzler Merz gegenüber sehen würde. Du hast sicherlich schon von der 2% NATO-Verpflichtung gehört. Die NATO-Länder haben sich darauf geeinigt, zuletzt 2014 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben bereitzustellen. Im Jahr 2024 wird erwartet, dass 23 Bündnispartner dieses Ziel erreichen, verglichen mit nur 3 Bündnispartnern 2014. Deutschland hat 2024 tatsächlich 2,1% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgegeben. Das sind 10,9% des Bundeshaushaltes oder 52 Milliarden Euro. Aber das nur dank eines riesigen Sondervermögens für die Bundeswehr. 2023 waren diese Verteidigungsausgaben tatsächlich nur 1,57% des Bruttoinlandsproduktes. Trump hat dafür schon immer Deutschland besonders scharf kritisiert. Auf dem WEF in Davos sagte er 2020 zu Ursula von der Leyen: Es muss dir klar sein, dass wir euch nicht zur Seite springen werden, wenn Europa angegriffen wird. Die NATO ist tot. Wir werden aus der NATO austreten. Ach, und übrigens, du schuldest mir 400 Milliarden Dollar, weil ihr Deutschen nicht bezahlt habt, wofür ihr hättet bezahlen müssen. Er meint letztlich, die USA haben hier Deutschland in den letzten Jahrzehnten verteidigt. Warum er übrigens hier mit von der Leyen gesprochen hat, sie arbeitet für die EU, das ist mir auch nicht klar. Aber er kritisiert hier ganz klar Deutschland und sagt, Deutschland hat sich hier letztlich ausgeruht und konnte letztlich hier die eigene Armee immer weiter verkleinern, weil sie sich darauf ausruhen konnte, dass die USA bezahlen werden. Also, wir erinnern uns, 2023 hat Deutschland 1,57% des BIP für Verteidigung ausgegeben, 2024 dank Sondervermögen 2,1%. Die USA haben 2024 für die Verteidigung 3,5% ihres BIP ausgegeben, 13% ihres Bundeshaushaltes oder 818 Milliarden Euro. So, jetzt, wie du weißt, es gibt ein Sondervermögen hier für die Bundeswehr, um die Bundeswehr zu generalüberholen, 100 Milliarden Euro. Roderich Kiesewetter, ein Bundestagsabgeordneter der CDU und jemand, der hier den militärischen Einsatz in der Ukraine sehr stark bewirbt, sagt, es ist klar, dass wir eher 300 statt 100 Milliarden Sondervermögen benötigen, damit die Bundeswehr kriegstüchtig wird. In anderen Ländern wurden Sozialausgaben umpriorisiert, Schulden gemacht oder Steuern erhoben, also erhöht, um steigende Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Das sagt er im Juni 2024. Wir müssen der Bevölkerung reinen Wein einschenken und klar machen, was auf dem Spiel steht. Wir müssen Wohlstand neu definieren. Nicht länger nur als individuellen Wohlstand, sondern als gesellschaftliche Resilienz. Soweit also Kiesewetter. Was er hier ganz klar macht, ist, dass der Verteidigungshaushalt stark vergrößert werden muss, dass wir sehr viel mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Und wie soll das auch geschehen? Es gibt ja die Schuldenbremse, anders als durch zum Beispiel Steuererhöhungen. Doch es geht noch weiter. Verteidigungsminister Pistorius sagt im Februar 2024, 2% für die Verteidigung sind nur die Untergrenze. Inzwischen sind sich alle bewusst, dass das nur der Anfang sein kann. Vielleicht werden in Zukunft 3% oder 3,5% erreicht. 3,5% hier spielte natürlich darauf an, was die USA ausgeben. Das sagt Pistorius. Also auch er sagt ganz klar, mehr Geld für die Verteidigung, 3 oder 3,5%. Erinnere dich dann, mit Sondervermögen haben wir Ach und Krach 2,1% erreicht. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was dort an Ausgaben notwendig wäre. Elbridge Colby war im Juni 2024 in London. Dort sagt er in einem Vortrag 3,5%. Also er spielt hier auf diese Ausgaben für die Verteidigung an. 3,5% im Hinblick auf Deutschland reichen immer noch nicht annähernd aus. Wir können nicht mehr das Zehnfache dessen tun, was die Deutschen tun, und wir müssen bereit sein, hart zu bleiben.
Es muss Konsequenzen geben. So, diese Leute sind jetzt an der Macht in den USA. Was heißt es tatsächlich? Die Bundesregierung lässt uns im Dunkeln. Wenn es Deutschland wirklich ernst mit der Kriegstüchtigkeit meint und man bedenkt, dass sich die USA aus Europa weitestgehend zurückziehen wollen, müssen wir davon ausgehen, dass Deutschland aufgrund des hohen Aufholbedarfs in den nächsten Jahren mindestens 500 Milliarden bis 1 Billion in die Aufrüstung und Verteidigung investieren muss. Das jetzt nur ein Beispiel, mit welchen jetzt nach der Wahl in den USA auch eine neue Bundesregierung hier konfrontiert werden würde. Jetzt kannst du dir überlegen, wie das Ganze finanziert werden kann. Steuern, Schulden, was bliebe sonst noch? Auf keinen Fall wird sich aber hier diese finanzielle Situation Deutschlands dadurch bessern. Und natürlich, selbst wenn jetzt Merz hier große Anstrengungen macht, zum Beispiel die Deindustrialisierung in Deutschland, die Vernichtung des deutschen Standortes zu stoppen, kannst du davon ausgehen, dass ein solches Projekt Jahre dauern würde. Das heißt, wir kommen zu dem Schluss, sicherlich eine gute Sache, dass diese Ampel jetzt weg ist. Es war ja ein unerträglicher Zustand, aber auch was danach kommt, wird keine schnellen Vorteile für Deutschland bringen. Wenn du dir überlegst, auszuwandern, wenn du dir überlegst, einen Plan B im Ausland zu etablieren, dann wird sich durch diesen Zusammenbruch der Ampel nicht viel ändern. Du solltest deine Hoffnung nicht auf Politiker setzen. Die ganze Entwicklung in Deutschland ist negativ. Deutschland bewegt sich als Land in die falsche Richtung. Genau das Gleiche kannst du auch für die EU sagen. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Das heißt, ich würde, wenn überhaupt, deine Pläne intensivieren und jetzt hier keinesfalls davon ausgehen, dass du dich hier auf diesen neuen politischen Entwicklungen ausruhen kannst. Es wird höchstens schlimmer werden als besser. Zunächst mal. Natürlich haben wir das in vielen Ländern gesehen. Vielleicht ist dann in 10 Jahren, 15, 20 Jahren alles besser und es würde dann Sinn machen, wieder nach Deutschland zurückzukehren, wenn du auswanderst. Warum nicht? Da spricht ja nichts dagegen. Wie gesagt, wir haben das in einigen Ländern schon beobachten können, aber in den nächsten Jahrzehnten halte ich Deutschland nicht für einen guten Standort. Wenn du dein Vermögen schützen willst, steueroptimiert neues Vermögen aufbauen willst und dich auch vor hohen Verteidigungsausgaben, einen gigantischen Sozialstaat und so weiter schützen willst, der alles Geld kostet, dann würde ich dir raten, dass du dich im Ausland orientierst und dein Vermögen und dich selbst dort in Sicherheit bringst, wenigstens vorübergehend. Das sind alles Themen, die wir jetzt natürlich bei unserem Intensivseminar in Zürich, Plan B Schweizer Taschenmesser, Ende November 2024 besprechen werden. Hier zeigen wir dir 7 Tools, mit denen du deinen Plan B im Ausland etablieren kannst, auch mit denen du auswandern kannst. Der Daniel und ich werden dieses Seminar geben. Wir haben auch sehr interessante Sprecher da. Zum Beispiel, wie ich es schon in anderen Videos gesagt habe, Erich Barth, ehemaliger Brigadegeneral und Berater der Kanzlerin Merkel. Er wird uns gerade auch zu diesen geopolitischen Fragen hier Rede und Antwort stehen können. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Alle Details im ersten Kommentar hier zu diesem Video. Wenn auch du dich mit dem Thema Plan B auseinandersetzt und was du in den nächsten Jahren machen sollst, wie du Steuern sparen kannst, wie du dein Vermögen in Sicherheit bringen kannst, wie du auswandern kannst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Schritten zu beraten und ihnen zu helfen, sich steuerlich optimal im Ausland aufzustellen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.